Türkei schlägt Rumänien 1:0 und Arda Güler zeigt wieder, was er kann. Ja, Hala Madrid, willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute mal mit einem anderen Video. Ich habe ja gesagt, ich schaue mir auch die Spiele an der Nationalmannschaften. Natürlich nicht alle, aber die wichtigen. Und hier, das Spiel möchte ich mal eine ganz kurze Spielanalyse raushauen gleich. Eigentlich gibt's gar nicht so viel zu erzählen, aber erstmal das Wichtigste natürlich, dass die Türkei 1:0 gegen Rumänien gewonnen hat. Jetzt. Und es war richtig Feuer im Stadion. Die erste Halbzeit, muss ich wirklich gestehen, war ein bisschen, ja, sie war schon gut. Ne? Man hat gesehen, die Türkei möchte, aber konnte nicht so ganz. Und ich fand die erste Halbzeit nicht ganz so interessant. Im Endeffekt war das ganze Spiel jetzt nicht unbedingt ein monströses, geiles Spiel. Nein, das nicht. Aber es ist auch nicht so wichtig, weil das ist auch nicht mal so einfach. Und Nationalmannschaftsspiele oder überhaupt, man muss sich erstmal wieder nach langer Zeit wieder zusammen dran gewöhnen an die Spielabläufe und so weiter etc. pipapo. Und aber Arda Güler von Anfang an, weil wir sind ja auf dem Real Madrid Kanal und Arda Güler, ihr wisst ja, er hat dieses Auge, denn dieser Hacken trägt, diese Pässe. Habt ihr das gesehen? Es ist egal, wo er spielt. Es ist bombastisch. Und ja, er hat nicht durchgespielt, aber er wurde in der 89. Minute ausgewechselt. Nicht wie bei uns in der 70., sondern in der 89. Aber wir wollen heute nichts Negatives, sondern für die Türkei ist dieser Sieg sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich meine, für die Türkei ist allgemein jeder Sieg wichtig. Aber Fakt ist, Arda Güler war für mich der beste Spieler auf dem Feld. So, da brauchen wir gar nicht jetzt die einzelnen Spieler durchgehen. Es ist einfach Fakt. Und weil es wäre auch für mich das ein bisschen so schwer. Es ist auch nicht so meine Mannschaft natürlich. Aber Fakt ist, das Spiel war schon cool. Die zweite Halbzeit war auf jeden Fall besser. Aber Arda Güler war von Anfang an on fire und durchgehend gut. Ja. Dementsprechend habe ich extra mal ein rotes Polohemd angezogen. Ich habe natürlich kein türkisches Nationaltrikot. Das habe ich jetzt nicht. Also sorry dafür, ne? Aber ich muss schon sagen, war schon schön. Und für die Türkei wichtiger Sieg. Und Arda Güler auf jeden Fall top. Yes. Und der beste Mann. So, ganz einfach. Und er hat einfach dieser geile Pass, den er ja davor schon mal öfters versucht hat, egal mit Außenbandriss, mit Innenbandriss, er passt von überall und er hat auch jetzt wieder hinten gespielt und von dort gepasst. Das ging leider war der Torwart zu schnell bei einer Szene, aber geil ist auf jeden Fall der Pass auch zum 1:0. Absolut geisteskrank, Arda. Was soll ich anderes sagen? Es ist einfach Fakt. Arda Güler wenn er so weitermacht, es ist, glaube ich, einfach ein Punkt, dass er Türke ist. Wahrscheinlich, ich will hier keine Politik reinholen, aber ich glaube, wäre er aus Spanien, woanders, wäre das schon mal noch ganz anderes Level. Es ist traurig, das zu sagen. Es kommt ja auch nicht von mir. Es ist einfach meine Meinung. Und er ist gerade, wie alt ist er, 2021, das ist, was er macht. Ich meine, das Schlimme ist, dass viele, die zum Beispiel gegen ihn schießen, auch hier, wenn nicht manche, es kommen nicht so viele Sachen, aber ja, er hat nichts drauf. Also, wie kann man, das ist einfach nur Neid, glaube ich. Neid und Missgunst. Und wenn man das einfach nicht ansieht oder ansehen kann, also ganz ehrlich, ich müsste nicht Ralf, ich kann auch ein anderer Fan sein oder Arda Güler könnte woanders spielen. Ich würde trotzdem so reden, dass er einfach bombastischer Fußballspieler ist. Und er ist gerade am Anfang. So, und deswegen ist sein Marktwert für mich viel zu niedrig, wenn man andere Spiele dagegen sieht. Ne, das wissen wir. Lamine Yamal, ich will jetzt nicht, ich habe schon mal so ein Video gemacht und nichts gegen Lamine Yamal, aber 200 Millionen und 90 Millionen oder nehmen wir sogar mal Lamine Yamal raus, sondern andere. Bellingham, was soll ich sagen? Arda Güler, klar, die Tore fehlen. Er ist jetzt aber auch nicht ein Torjäger, ne? Aber die Tore, er müsste natürlich auch mal, würde er das noch machen, so 1, 2, 3 Tore mehr, dann wäre das noch mal eine ganz andere Liga. Aber für mich hätte er mindestens 150, 140 Millionen jetzt schon verdient. Auf jeden Fall. So, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das steht eigentlich außer Frage. Leider ist es nicht so. Ich verstehe so und so einiges nicht, was den Marktwert angeht. Das ist jetzt nicht das Thema, aber Olise, habe ich letztens auch schon in einem Video gesagt, ist 10 Millionen hochgegangen. Jungs, Alter,
von 130 auf 140 Odyssee. Also der muss mindestens auch bei 170, 180 liegen, wie viele andere Spiele oder einige andere Spiele. So, das ist meine Meinung. Also da läuft einiges schief, so einiges da immer bei der UEFA und überhaupt. Aber auf jeden Fall schönes Spiel. Glückwunsch an die Türkei, 1:0 und natürlich Arda Güler, einfach der beste Mann auf dem Feld. Punkt. End of Story. Mehr muss ich nicht sagen. Die ganze Mannschaft, klar, sie hat gut gespielt, sie hat gefightet, wie man das bei der Türkei kennt. Es war laut im Stadion, meistens mit am lautesten in der Türkei, das wissen wir. Das ist so laut, als wenn ein Düsenjet startet und so weiter und so fort. Und sie haben gefightet und wurden belohnt und haben 1:0 gewonnen. Ja, so sieht das aus. Finde ich geil. Nice, nice, nice. Da liegt die Betonung auf nice. Jetzt, das war's dann. Mehr muss man nicht sagen. 1:0 gewonnen. Arda Güler, bester Mann. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und folgt mir natürlich für mehr Videos, auch für die anderen Spiele und die Türkei hier. Und natürlich aber in erster Linie Real Madrid. Ne? Klar. Und Arda Güler natürlich dabei. Also, Freunde, abonnieren und bis zum nächsten Mal.